Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens, und zwar über eines der spannendsten Themen, Partnerschaften, und vor allen Dingen, was für unbewusste Muster wir schon in unsere Partnerschaften mit reinbringen und den anderen vielleicht hier und da mal relativ schnell gezielt auf die Palme bringen können. Und genau über das Thema spreche ich heute mit meinem Gast. Josua Koberg ist da und ich freue mich sehr. Hallo. Hallo. Hallo Josua. Ja, Thema Partnerschaften haben wir beide schon so ein paar Erfahrungen, oder wie auch die Zuschauer natürlich. Aber was ich sehr spannend finde, was das Unterbewusstsein und unsere inneren Konfliktthemen, die wir aus der Kindheit noch gespeichert haben, sich dann in unserer Partnerschaft super ausleben kann, ohne dass wir es mitbekommen, ja. Genau. Ja, das ist eigentlich der spannendste Punkt, ja. Wenn wir über eine Partnerschaft nachdenken, dann haben wir häufig das Gefühl so am Anfang, ne, dieses Verliebtsein auf Wolke 7, alles rosarote Brille. Tatsächlich ist es so, wenn man das jetzt mal von der unbewussten Ebene her anschaut, dann suchen wir eigentlich immer nur ein passendes Gegenstück. Ja. Das heißt, das Bestreben des menschlichen Lebens ist eigentlich eine runde Persönlichkeit zu werden. Das ist natürlich keiner von uns. Ne? Und jetzt nehmen wir mal zwei Hälften, also ich nenne das immer so C-Persönlichkeiten. Ne? Dann docken die aneinander an und dann sind es zwei runde Persönlichkeiten. Also das heißt, um das jetzt mal ein bisschen zu entglorifizieren, das Thema Partnerschaft, wir suchen uns immer jemanden, der uns das bedient, was wir selber nicht haben. Völlig unbewusst. Ne? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir sagen, oh, wie soll der aussehen oder sie aussehen und was soll der für ein Umfeld haben und so weiter. Es geht mal wirklich nur um die unbewusste Ebene. Das heißt, wir docken aneinander an und erfüllen uns unsere Bedürfnisse. Ganz häufig, muss man leider dazu sagen, suchen sich Männer dann ihre Mutter als Spiegelbild, Frauen ihren Vater. Ne? Das sind so die klassischen Themen. Also nicht jeder. Ne? Oder aber das Gegenteil. Oder das Gegenteil, ganz genau. Ne? Aber das sind so Themen, wo wir eben andocken können. Und jetzt entwickeln wir uns weiter im Laufe unserer Partnerschaft und wir werden quasi ein bisschen runder. Der andere entwickelt sich vielleicht in die andere Richtung. Ja? Genau. Ne? Und dann plötzlich passt es nicht mehr, ja? Wenn wir uns das nicht mehr erfüllen, was wir eigentlich gesucht haben. Ja? Und ich sage mal, die einzige Chance auf eine wirkliche dauerhafte, brauchbare Beziehung ist, zu sagen, ich schaue mir mich als Persönlichkeit an. Nur dann habe ich eigentlich eine Chance, auch mit meinem Partner zusammenzuleben, sage ich mal, und eine erfüllte Beziehung zu führen. Ja, da fällt mir jetzt gerade auch bei uns in unserer Gesellschaft dieses Problem ein, dass der Mann sich dann immer da gab es mal so vom Dr. Eckhard von Hirschhausen, der hat das mal schön gezeigt, der Arzt nimmt sich die Krankenschwester und genau. Der Chef die Sekretärin und der Pilot die Stewardess. Und dann haben wir dann irgendwann zwei halt übrig. Gibt's nicht mehr genug, genau. Genau. Und die passen halt irgendwie auch nicht so wirklich. Ja? Und warum nicht dieses auf Augenhöhe? Ja? Wo steckt da der Konflikt beim Mann? Ja. Also das ist, denke ich, eine tiefe Angst. Und wenn man es jetzt wieder auf die Familienhistorie der Person dann runterbricht, gibt es Überstellungen. Also ich sage mal, häufig übernehmen wir Verantwortung zum Beispiel für Eltern. Also auch nicht bewusst. Ne? Das ist eine vollkommen unbewusste Aktion, die da abläuft. Ja? Also keine Ahnung, unsere Eltern haben einen Streit oder ein Elternteil ist sehr krank oder haben finanzielle Probleme. Dann nehmen wir diese Last auf uns und glauben, wir können das lösen. Und mit diesem Gefühl sozusagen, weil wir reden ja wieder rein über limbisches System. Das ist nicht analytisch nachvollziehbar. Wenn ich das zu jemandem sagen würde, du lebst ja das Programm von deinem Vater, und der hat sich noch nie damit beschäftigt, würde der sagen, was für ein Schwachsinn. Also, weil es lässt sich bewusst nicht fassen. Man muss das quasi übers Gefühl rausholen. Und wenn ich das quasi nie tue, dann suche ich mir vom Gefühl her immer ein passendes Gegenstück. Und ich sage mal, Ödipus-Komplex wäre jetzt ein Klassiker, den man aus der Psychologie auch kennt, wo man dann sagt, okay, jemand sucht sich einen passenden Partner zum eigenen Verhalten. Und die beiden docken auch an. Also die passen auch zusammen, weil der wiederum erfüllt dem anderen ja auch wieder ein Gegenstück. Ne? Und es kann dann um Sicherheit gehen, um finanzielle Mittel, um Anerkennung. Also ganz, ganz tiefe Dinge sind da auch im Spiel letzten Endes, ne? Weil ich ja natürlich einen Menschen habe, mit dem ich irgendwo mein Leben teile. Ja? Und ich sollte halt, wenn es schwierig wird, früh genug anfangen, mich zu fragen, was mache ich da eigentlich? Also was tue ich auch in die Partnerschaft reingeben? Und es gibt so ein schönes Bild dazu, das verwende ich häufig, wenn ich Mobilfunk
Kunde bin, ne, dann machen die am Anfang alles dafür, dass ich Kunde werde. Ne? Also ich werde umworben, ich kriege noch irgendwas, wenn ich den Vertrag unterschreibe, kriege ich noch was dazu. Ne? Also der Mann bringt dann Blumen, ja, der ist dann in der Kundenakquise. Ne? So, und irgendwann wird die Frau oder der Mann dann zum Bestandskunden. Ne? Plötzlich interessiert mich das alles nicht mehr. Ja? Also ich bringe meiner Frau keine Blumen mehr, ich kümmere mich nicht mehr drum, ich gehe nicht mehr romantisch essen. Es ist alles völlig normal, ich gucke nur noch auf dem Handy abends und interessiere mich nicht für den Partner. Dann bin ich im Bestandskundengeschäft. Ne? Und da sollte ich dann anfangen zu überlegen, möchte ich Bestandskundenpflege oder möchte ich lieber in meiner lebendigen Partnerschaft bleiben. Ne? Ja, das ist ja auch dann das Thema, wenn ich merken sollte als Frau, dass mein Mann mich dann als Bestandskundin erfährt, wäre sicherlich auch mal die Frage, wo behandle ich mich selber wie ein Bestandskunde. Genau. Ja? Ich meine, das ist ja genau die hohe Kunst dann als Frau, nicht dem Mann den Vorwurf zu machen, hier du Blödmann, du siehst mich gar nicht mehr, sondern im Grunde spiegelt es mir ja nur, dass ich überhaupt gar keine Sicht für mich habe, also ich glaube, dass wenn eine Frau dann in dem Moment schaltet, und ihren Wert nochmal für sich neu definiert, dann auf einmal, was weiß ich, in die Sauna geht oder sich mit Freundinnen trifft, könnte man doch diese Akquise vielleicht auch nochmal kurz in so ein... Absolut. Und eben auch gucken, was erfüllt mir der Partner. Ne? Also wo habe ich Defizite, was erfüllt er mir und wie würde es aussehen, wenn ich diese Defizite nicht hätte. Ja, und da ist natürlich entscheidend, den Partner mit auf die Reise zu nehmen. Das heißt, wenn ich das alleine mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Partnerschaft kollabiert, extrem hoch. Ne? Also ich empfehle immer, also ich habe das in meiner ersten Beziehung auch so erlebt, also ich habe mich eigentlich von meiner Frau wegentwickelt. Ne? Also wir haben einfach dann nicht mehr als C zusammengepasst. Ne? Und mit meiner jetzigen Frau, mit der Simone, bin ich jetzt seit 13 Jahren zusammen, bald 14 Jahre. Und wir gehen den Weg, das ist auch nicht lustig. Ne? Also wenn man sich gemeinsam die Programme anschaut, das führt auch zu echten Herausforderungen. Ne? Aber der Knackpunkt ist, wir können das reflektieren gemeinsam und wir können das dann auch mit Spaß nehmen. Ne? Also ich sage immer so, wenn der Partner oder die Partnerin zu dir sagt, mit 45, du wirst immer mehr wie dein Vater, dann musst du drüber nachdenken. Ne? Weil du wirst immer mehr wie dein Vater oder wie deine Mutter, ne? Weil du diese Programme halt lebst, wenn du sie nicht anschaust. Ja, ja. Bei mir in meiner ersten Ehe war ganz interessant zu sehen, ich habe immer Unordnung gehalten. Und mein Mann hat sich damals tierisch aufgeregt, wenn der nach Hause kam und es war nicht ordentlich. Und ich habe das nie verstanden, warum mein Unterbewusstsein es nicht schafft, einfach Ordnung zu halten. Jetzt hatte ich dann auch so eine Rückführung. Ich war früher als Kind immer bei meiner Oma und die hat zu mir immer gesagt, du musst eine gute Hausfrau sein, hat mit mir immer Staub gewedelt, weil sonst bleibt kein Mann bei dir, wenn du nicht ordentlich bist. Und ich wollte meiner Oma beweisen, schau mal, auch wenn ich nicht ordentlich bin, bleibt der Mann trotzdem da. Genau, ja? Und dann habe ich immer Unordnung gehalten, um diesen Beweis, weil dieses Mädchen wollte ja diesen Beweis, der liebt mich wirklich. Genau. Also, so. Da lebst du eigentlich dann Rebellen. Ne? Also du rebellierst gegen die Oma, die eigentlich ja gar nicht da ist und gar nichts davon weiß. Ne? Genau. Und mein Ex-Mann hat drunter gelitten. Genau. Spannend. Ja, und das finde ich ja dann so erstaunlich immer, diese Sichtweisen. Es ist ja dann auch eine Bereicherung in einer Partnerschaft, wenn man diese Erkenntnis bekommt. Reicht es ja dann auch, wenn dem Mann das bewusst ist. Genau. Und der dann sagt, du, also auch wenn du ordentlich bist, liebe ich dich auch und ich bleibe so oder so. Und das wäre so dieser Entwicklungsprozess, wenn beide sich gemeinsam weiterentwickeln. Ja. Ne? Also ich sag mal, die optimale Zielsetzung wäre eigentlich, dass zwei runde Persönlichkeiten eine Beziehung pflegen und dann würde diese liegende Acht zwischen den beiden fließen. Das wäre das Optimum. Ne? Also das ist schwer zu schaffen, weil wenn wir wirklich eine komplett runde, ausgeglichene Persönlichkeit sind, dann brauchen wir nicht mehr auf dem Planeten hier rumhängen. Ne? Also weil dann hätten wir alle Programme durch. Ne? Aber letzten Endes ist es schon so, das Streben danach, eine Partnerschaft zu leben, in der wir zusammen sein können, aber auch nicht müssen. Also wir wären beide lebensfähig. Das wäre eigentlich so das Optimum, ne? Dass wir eine ganz bewusste Entscheidung treffen und sagen, wir leben zusammen. Wir wollen Dinge bewegen, wir wollen uns gemeinsam entwickeln, wir wollen vielleicht gemeinsam Business machen oder irgendwas zusammen tun, wo wir den Mehrwert für die Gesellschaft dann auch sehen. Ja. Also du bist auch schon der Meinung, ich hatte nämlich gestern auch nochmal ein Interview über Thema Partnerschaften und Beziehungen mir angehört von einer Buchautorin.
da war auch so das Thema, muss man sich immer für die gleichen Dinge interessieren? Wir hatten ja auch dieses Muster in unseren ersten Partnerschaften, wo wir die waren, die immer in die Tiefe und analysieren mussten. Und unsere Partner damals, die haben sich gar nicht dafür interessiert, jetzt wirklich in die Tiefe. Natürlich kommt dann irgendwann diese Frustration, wo man denkt, also der muss doch auch danach schauen, ja. Aber ich dachte mir dann im Rückschluss, ist es vielleicht auch eine Lernaufgabe, den anderen so zu lieben, wie er ist, ohne ihn in diese Richtung drängen zu wollen. Also ich denke schon, dass das möglich ist, ne? Aber ich sage jetzt mal gerade in diesen Bereichen der mentalen Entwicklung, der spirituellen Entwicklung halte ich es für problematisch. Ja, ne? Also ich möchte auch mal ein Bild und auch völlig wertfrei dazu machen. Stell dir vor, du hast irgendwie ein Rennpferd und du hast ein Schaf als Beispiel und würdest die vor eine Kutsche spannen. Die beiden kommen nicht zusammen. Du solltest zwei gleiche Tiere haben, dann ziehen die auch in die gleiche Richtung. Und ich denke, das ist was in vielen Beziehungen nicht klar ist, ne, dass eigentlich die grobe Richtung zumindest passen muss. Ne? Ja, bei Rennpferd und Schaf fällt mir jetzt gerade diese Problematik in Deutschland auch ein, die wir ja haben. Schaf und Rennpferd, so von der Situation oder weltweit besser gesehen, wo jetzt auch wirklich aufgrund dieser ich will den Namen jetzt gar nicht nennen, sonst kriegen wir wieder alles gesperrt, aber dass da eben auch Beziehungen in Konflikt gekommen sind. Genau. Und ich finde es so spannend, wenn wir jetzt gerade mal dieses Beispiel nehmen, dieser Pandemie, dann gibt es den einen Partner, der fängt jetzt auf einmal an, alles zu hinterfragen und glaubt überhaupt nichts und sagt, ich muss mich hier jetzt komplett mal neu mit dem Thema befassen. Und der andere, der hat so eine gleichgeschaltene betreutes Denken, Informationsquelle, fand ich so schön, betreutes Denken für diverse Mainstream-Kanäle. Was ist denn da für ein echter Konflikt dahinter? Es ist ja nicht das Thema. Der eine schaut... Das bringt es nur an die Oberfläche. Das bringt es nur an die Oberfläche. Genau. Aber was ist der Urkonflikt von diesen Partnerschaften jetzt? Genau. Also ich glaube, also ist jetzt nur eine Vermutung, ich kenne keine solche Partnerschaft, deswegen kann ich das jetzt nur quasi fernanalytisch mal ausdrücken, was ich glaube, wo da der wirkliche Hammer hängt, ja, dass diese Menschen schon jahrelang nebeneinander herleben. Und ich gebe immer so ein schönes Bild, wenn ich eine Zahnpastatube habe und ich drücke die zusammen, ja, dann kommt das raus, was in der Pastatube drin ist, Zahnpasta. Ja. Hätte ich da vorher Hühnekacke reingefüllt, dann würde Hühnerkacke rauskommen. Also unter Druck kommt das aus uns heraus, was wir in uns lange Zeit reingefüllt haben. Und Menschen geraten gerade jetzt natürlich massiv unter Druck, weil eben Ängste, weil vielleicht finanzielle Sorgen, weil vielleicht plötzlich die Situation ist, dass ich irgendwie seit 3 Monaten mit meinem Partner in der Wohnung sitze, beide Homeoffice, und ich nie in der Situation war, dass ich diesen Menschen so lange, so intensiv konfrontieren musste. Ne? Und jetzt wird quasi Druck ausgeübt. Und jetzt kommt raus, was wir reingefüllt haben. Ne? Und ich mache mal auch ein Beispiel, zum Beispiel, wenn wir eine Frau haben, die sich für schöne Dinge interessiert, die vielleicht die Wohnung schön hält, die gerne kocht, gutes Essen genießt. Und ich sage jetzt mal, als extremes Gegenbeispiel, wir haben dann einen Mann, der so ein Proll ist, der einfach nur aufs Fußball rennt und Würste isst als Beispiel. Ne? Also auch wertfrei, auch das möchte ich nicht beurteilen, aber diese beiden Personen, wenn die jetzt quasi schön nebeneinander hergelebt haben, haben die sich ein Leben eingerichtet. Ja, also die Frau hat vielleicht einen Freundeskreis, der Mann hat einen Freundeskreis, man hat sich dann ab und zu mal gesehen, so am Abend, ne? Man hat vielleicht auch noch eine gewisse Form von Beziehung, ne? Aber das ist dann zum Beispiel schon so eine Beziehung, wie ich das so einschätzen würde, die können nicht mal zusammen in Urlaub fahren. Ja? Die brauchen dann immer ein paar andere Paare, damit sie voneinander abgelenkt sind. Und jetzt natürlich 3 Monate zu Hause zu sitzen, jetzt ist der Druck so stark, jetzt explodiert das Ding. Ja? Und die hätten das auch viel früher schon angucken können. Aber häufig ist es halt so, dass wir uns Umfelder geschaffen haben. Ne? Also wir bleiben zusammen, weil die Finanzierung vom Haus da ist und weil wir Kinder haben. So, das halten wir aus. Ne? Also, und das ist natürlich für die menschliche Entwicklung schwierig. Ja. Man unterstellt ja jetzt auch der Zeit der Transformation, die ja jetzt wohl stattfindet, dass der jetzt bisher sich mit diesen Themen noch nicht auseinandergesetzt hat und nicht hinschauen wollte, der wird jetzt natürlich mit dem Kopf so richtig schön reingetunkt, in dieses Thema. Partnerschaften
Siehst du das als, es gibt ja immer dieses, ich glaube, da gibt es doch bestimmt so ein Muster, man muss für immer zusammenbleiben, man darf sich nicht trennen, dann... Auch kulturelle Muster, ne? Monogamie als Beispiel, ne? Ist in unserer Kultur klassisch verankert. Ne? Jetzt gibt es Kulturen, wo das überhaupt nicht so ist. Ne? Also das ist immer die Frage, was ist richtig, was falsch. Ne? Letzten Endes ist es nur eine Frage, was fühle ich dazu. Wenn für mich monogames Zusammenleben die Wahl ist, dann ist es für mich richtig. Aber jetzt zu sagen, ich verurteile jemanden, ne? Oder wie wir es ja noch bis vor 10, 20 Jahren erlebt haben, dass Paare, die homosexuell sind, abgeurteilt werden. Ja? Also ganz ehrlich, was geht uns das an, wie diese Menschen ihr Leben leben. Ne? Also das heißt, wir gucken immer drauf und beurteilen. Und so ist es eigentlich bei uns selber auch. Wenn wir uns selbst beurteilen oder verurteilen, haben wir eigentlich schon das erste Problem. Ne? Also wenn ich mich annehme, so wie ich bin, dann tut sich meine Frau auch deutlich leichter, mich auch anzunehmen, so wie ich bin. Ne? Ja. Wenn ich mich ständig selber kritisiere und mit mir unzufrieden bin, dann wird das rüberschwappen. Ne? Dann wird sie auch unzufrieden sein. Ne? Ja, da fällt mir auch das Thema Bewertungen ein. Ja? Wenn ein Mensch permanent das Bedürfnis hat, andere zu bewerten, zu korrigieren, schlecht zu reden, dann im Grunde sind es alles seine Themen. Ja? Es sei denn, dich betrifft es dann, dass du verletzt wärst dadurch, dann wäre es ja auch dein Thema. Aber ich finde auch, wenn man sich dessen bewusst wird, dass wenn ich im Außen, das, was ich im Außen in dem Gegenüber sehe, keine Ahnung, ja, auch das Schöne. Ja, dann sehe ich aber auch das Schöne in mir. Und genauso geht's ja auch über dieses, schau mal, was hat die an oder wie läuft der rum? Und das sind natürlich auch noch die inneren Konflikte, oder? Absolut, absolut. Und wir sehen auch immer nur unsere eigenen inneren Bilder. Das ist ja auch spannend, ne? Wenn man das mal über Sprache reflektiert. Also wir unterhalten uns jetzt auf Deutsch, ne? Und wir glauben ja, dass wir jetzt uns gegenseitig zuhören, aber tatsächlich kriegen wir ja nur eine Kodierung von 0-1-Impulsen. Also das heißt, da ist eine Schallwelle, die wird in elektrischen Impuls umgesetzt und unser Gehirn macht dann einen biochemischen Prozess und macht da draußen ein Bild. Das heißt, jetzt passen unsere Bilder wahrscheinlich recht gut, weil wir ein schönes Gespräch haben. Ja, aber tatsächlich ist es so egal, was ich da draußen wahrnehme. Ich erzeuge immer meine Wahrnehmung auf der Basis meiner bisherigen Erfahrung. Ja, und wenn ich das jetzt mal reflektiere auf einen Partner zum Beispiel oder egal was mir geschieht, dann kann ich eigentlich immer rückschließen, das, was ich jetzt gerade erlebe, erzeuge ich aus meinen Erfahrungen. Ja, und wenn diese Erfahrungen über Jahre, Jahrzehnte immer stärker werden, dann kriege ich die gleiche Erfahrung immer wieder. Deswegen werden wir im Alter steifer, körperlich steifer, verhaltenstechnisch steifer, weil wir uns immer mehr einschießen und sagen, das ist die Wahrheit. Ja, also so ist mein Leben. Ja, und wenn ich dann eben nie etwas anschaue, dann habe ich den Anspruch, dass ich das optimale Leben habe und alle anderen liegen falsch. Ne? Und dann werde ich religiöser Fanatiker, dann werde ich staatlicher Fanatiker, dann werde ich, also in irgendeiner Form werde ich dann immer Fanatiker. Ja, man wird dann halt so dieses Denunziantentum, was sich ja jetzt gerade auch ausbreitet, da scheint ja sehr viel Frust in den Menschen zu stecken. Ja, diese Bewertungen und Abwertungen. Wenn einem jetzt in der Partnerschaft immer wieder das Gleiche, Wiederkehrende begegnet, ja, also wenn du immer betrogen wirst, was könnte da sich für ein Muster hinter verstecken? Genau, also das ist natürlich jetzt auch so ein Klassiker, Klassiker, sage ich jetzt mal. Ne? Also betrogen zu werden heißt, dass irgendwo eine Täuschung aufgehoben wird. Also das ist ja dann eine Enttäuschung sozusagen. Ne? Und wenn ich sage, ich habe immer wieder den Faktor des Betruges, dann müsste ich tatsächlich auch gucken, was ich dabei fühle. Ne? Weil wir reden jetzt auch hier wieder über das limbische System. Das heißt, es gibt einen Vertrauensbruch, der mich vielleicht, ich sag mal, trifft, der mich enttäuscht, der mich verletzt. Und dann ist die Frage, was habe ich von dem Gefühl? Das ist ein bisschen so eine Krux, ne? Aber ich habe irgendwas von dem Gefühl. Ja? Und das müsste ich rausfinden. Wenn ich das nicht rausfinde... wenn ich jetzt mich reinfühle, zum Beispiel der eine empfindet, der lässt mich im Stich, jetzt bin ich allein, ich konnte mich nicht auf den verlassen. Jemand anderes fühlt aber vielleicht, klappt's noch? Warum belügt er mich? Was fällt dem ein, mich für dumm zu verkaufen? Und das sind Ich gebe mal so ein typisches Beispiel, was viele vielleicht auch von den Zuschauern kennen oder zumindest im Umfeld beobachtet haben. Ne? Jemand geht in eine neue Partnerschaft und reduziert plötzlich sein Gewicht.
So, dann läuft die Partnerschaft ein Jahr, dann nimmt er das Gewicht wieder zu, dann wechselt er wieder, und verliert wieder Gewicht. Das sind zum Beispiel Routinen, die völlig unbewusst ablaufen, die auch nicht bewusst fassbar sind. Ne? Genauso Frauen, die zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Gewalt erfahren. Ne? Also wir haben eine Bekannte bei uns, die seit 25 Jahren eigentlich regelmäßig Partner wechselt. Immer wieder Alkoholprobleme bei dem Mann, immer wieder nach einer Zeit Gewalt. Ne? Und man kann, also sie hat keine Bereitschaft, das anzuschauen. Ne? Aber das kommt vom Papa, gell? Genau, es kommt aus der Familienseite. Ne? Das heißt, wenn sie das lösen würde, dann würde ein Mann, der Alkoholprobleme hat, der also aggressiv ist und vielleicht auch körperlich aggressiv wird, der würde mit ihr nicht mehr in Resonanz gehen. Aber ihr gibt es was. Ne? Also es macht... Ja gut, es ist ja erklärbar, dieses innere Kind oder das kleine Mädchen hat ja damals nur diese Aufmerksamkeit bekommen. Und das hat es natürlich dann wahrscheinlich mit Liebe in Verbindung gebracht. Und dann der Erwachsene, der checkt das ja nicht dann. Ganz genau. Oder ja. Aber klar, dann gehen wir wieder an das Thema, an die Wurzel. Genau. Und dann darf man sich diesem Schmerz dann oder dieser Enttäuschung stellen. Genau. Es ist ja auch schwer hinzuschauen und wirklich dann nochmal in diese Kindheit zurückzugehen und sich bewusst zu werden, dass man diesen Schmerz und diese Aggressivität und Gewalt wirklich mit Liebe assoziiert hat. Ja. Und dieses Muster wird dann permanent wieder... Schade eigentlich, weil es wäre kein Hexenwerk. Genau, und wir nehmen das als schlimm wahr. Ne? Also das ist ja auch so, ne? Nur der Witz ist, also das ist wirklich so eine Krux im menschlichen Leben. Ne? Das, was wir jetzt als schlimm wahrnehmen, ist eigentlich weniger schlimm als das, was wir unbedingt haben wollen würden. Ne? Also ich nehme jetzt mal das Beispiel von dieser Frau, die vielleicht misshandelt wird, die das aber gefühlt assoziiert mit der Aufmerksamkeit des Vaters. Würde sie dann diese Misshandlung nicht mehr haben, würde sie gefühlt keine Aufmerksamkeit mehr vom Vater kriegen. Und das wäre schlimmer, wie misshandelt zu werden. Ja. Und wenn man ich sag mal, das sind so Dinge, die sind so abgefahren. Wenn man sie aber einmal versteht, dann macht es plötzlich wirklich Klicks. Das heißt, man kann das in seinem ganzen Leben umlegen. Ne? Also wenn ich 1 Million hätte, wäre das schlimmer, wie jetzt Schulden zu haben. Ja? Weil vielleicht wäre ich dann von Gott nicht mehr geliebt. Ja? Also solche verrückten Dinge, die da so im Spiel laufen, ne? Die können wir bewusst nicht durchblicken, weil die ganz, ganz tief verankert sind. Die haben nichts mit analytischem Denken zu tun. Und deswegen brauche ich immer jemanden von außen, der mich reflektiert, also ein Coach, ein Begleiter, der mir einfach mal sagt, hey, wo stehst du denn eigentlich? Weil das Lustige ist ja, du kannst meine Probleme anschauen und kannst die völlig locker analysieren, weil du kein Gefühl dazu hast. Ja. Ich kann deine Probleme anschauen, ich habe kein Gefühl dazu, ich kann die analysieren. Aber meine eigenen Sachen, da renne ich rum und habe schwarze blinde Flecken. Ja. Man merkt nur, da ist was, aber ich komme nicht hin. Ja. Ganz genau. Also manchmal sind es echt an der Zwiebel Konflikte, wo du denkst, meine Güte. Eigentlich habe ich da ja schon x-mal hingeschaut und ist immer noch nicht gelöst. Aber es geht halt dann doch immer eine Etage tiefer. Genau. Aber dementsprechend ist natürlich auch immer schwerer, dann auch dementsprechend Partner zu finden, die dann, du kannst ja dann, wenn du zum Beispiel dein erstes Date hast jemand gegenüber sitzen, der Opfer des Lebens ist und permanent darüber jammert, was ihm alles passiert ist und du denkst so, oh Gott, bis ich dem jetzt erklärt habe, dass er das eigentlich alles selber, das ist ja nachher das schon das Problem. Absolut. Ich meine, eine Beziehung ist auch immer eine Form von Kompromiss. Ne? Also das heißt, wir werden nie einen Partner finden, der perfekt zu uns passt. Also jeder hat seine Leichen im Keller. Ne? Und ich sage mal, es ist ein Kompromiss letzten Endes. Ne? Und klar, ist ja auch anstrengend mit einem Partner, der immer in die Tiefe schauen will. Genau. Das war ja so meine Männer hatten damit eher so, die dachten, um Gottes Willen, ich habe einfach nur einen Schnupfen. Ja, genau. Okay, genau. Das ist bei die haben schon gar nicht mehr sich getraut, was zu sagen, weil ich direkt geguckt habe. Genau. Was ist das warte, ich guck mal kurz nach. Genau. Also kann man auch... ist auch schwierig. Ja, ist auch anstrengend, ja. Also so ein gutes... Ungleichgewicht. Ja, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Genau. Aber trotzdem schön, wenn man eben sich die Bereitschaft, die Dinge anzuschauen, ist sicherlich für die Zukunft sehr interessant. Ja, weil dadurch, dass wir das eben lösen wir es ja auch auf der energetischen Ebene, in der Frequenz und dann hat es auch keinen Einfluss mehr auf unser Körper. Er muss ja nichts mehr spiegeln. Ja? Genau. Deswegen, wir haben ja oft in den Partnerschaften das Problem, dass die Leute krank werden. Genau. Brustkrebs, Knie, Arthrose, Hüfte. Das sind ja alles solche... Das ist dann schon die körperliche Manifestation von Ungleichgewicht, ne, von Disbalancen. Ja.
Ja, und wenn man sich dann anschaut oder beziehungsweise wirklich dann auf deine Technik zurückgreift, die du da entwickelt hast, der NEOS, haben das mal so Paare parallel gemacht? Genau, wir machen sogar eine ganz spannende Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Oh, nee, machen wir jetzt. Erzähl ganz schnell. Ganz schnell. Also wir haben, das ist eigentlich hauptsächlich das Feld meiner Frau. Wir forschen seit 2003 dran, wie man mit Tönen arbeiten kann. Also eine Klangtherapie über den NEOS. Ne? Und wir haben eine Technik entdeckt 2003, die aus Indien kommt, wo man den individuellen Grundton einer Person feststellen kann. Okay. Das heißt, mit diesem Basiston, mit dem kann ich mich körperlich harmonisieren und regulieren. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt zwei Paare, also Partner habe, also ein Paar, dann kann ich über diese Resonanz der Töne herausfinden, wie passen die eigentlich zusammen, wo haben die Probleme und wo haben die große Chancen. Und ich kann über die Töne beide Partner regulieren und damit habe ich automatisch einen großen Schritt, ohne dass ich irgendeine bewusste Arbeit machen muss. Ich muss nicht zurückgehen, keine Aufstellung, kein Coaching. Muss keinen Mann mehr irgendwo hinschleifen zu irgendwelchen Coaching. Interessant. Ich gehe quasi einfach nur mit den beiden Basistönen rein und erkläre darüber, wo ist eigentlich die Hürde in eurer Beziehung. Ne? Also ich gebe mal ein Beispiel bei meiner Frau und mir. Wir sind zwei sehr unterschiedliche Töne. Bei mir nur ein Beispiel. Ich denke beim Reden. Ne? Früher, wir fahren mit dem Auto eine lange Strecke, ich rede die ganze Zeit. Simone denkt aber in Ruhe. Das heißt, die war total unter Stress, weil sie gedacht hat, sie muss mir eine Antwort geben. Dabei habe ich einfach nur geredet. Das war mir aber auch nicht so bewusst, bevor ich das so verstanden habe. Und der Punkt ist, ich war gestresst, weil sie keine Antwort gegeben hat, weil ich sie overloaded habe mit meinem Sprechen. Und das sind interessante Punkte. Wenn man sowas von einem Partner einfach nur mal so eine Basis versteht, kann man sich schon mal ganz entspannt zurücklegen und sagen, wenn die jetzt nichts sagt, ist gar nicht böse. Ne? Ja. Weil ich reflektiere immer nur mich. Ne? Ja. Wenn ich nicht rede, habe ich ein Problem. Ja. Und das habe ich reflektiert auf Simone als Beispiel. Ja, super. Ja. Also wenn man sich jetzt da drüber informieren möchte, wo kann man sich da hinwenden? Genau, am besten auf neos.tv. Das ist, das sind sehr viele Videos, Grundlagenerklärungen, auch Videos hier von QS24. Da kann man sich das alles in Ruhe anschauen. Gibt es auch Links zu den Webseiten dann. Super. Ja, eigentlich müsste man noch so Partnerschaften 2.0 Interview. Sehr gut. Vielen Dank, dass du heute da warst und ja, bis bald. Bis bald. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, Sie haben gesehen, wir hatten sehr viel Spaß bei diesem Thema und es ist einfach was einen immer wieder bewegt und auch sehr witzig sein kann, ja, wenn man sich dann mal erkennt im Partner und seine eigenen Themen. Ich hoffe, Sie konnten für sich auch was rausnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.